Okay, welcome to today's lecture. I'm really glad to announce our guest today, Professor Tobias Rosenfeld. Our lecture is organized by the Philosophical Faculty of University of Ljubljana, Vodnikova domaćija, here, where we are guests. The project Hegel's Political Metaphysics, and the Slovenian Research Agency. Today's lecture by Professor Tobias Rosenfeld will be titled Autonomy as Principle, Kant's Theory on Moral Normativity, and just a little bit info on Professor Rosenfeld. Professor studied philosophy, Greek and German in Munich, Berlin, and Oxford, graduating in 1999 in Munich. After appointments in Heidelberg, New York, and Hamburg, and the first professorship at the University of Constance, he has been a professor of classical German philosophy at Humboldt University of Berlin since 2010. He is an author of the monograph The Logical Self, and numerous articles on Kant, post-Kantian philosophy, contemporary metaphysics, and philosophy of language. I think this short introduction, is enough, so I'm giving the word to you, Professor. Okay, thank you so much for the invitation. Before I continue in German, let me express my gratitude in English. I'm very excited to be here, to be your guest and talk to you about my ideas about Kant's theory of autonomy. Zdravko asked me to give this lecture in German. I think he wanted to do me a favor and work against the decline of the importance of German language and philosophy, and I'm very grateful for that. You have a translation, I think, in your own language, and we can then later, after the talk, continue in English or in German, whatever you please. Okay. So the first paragraph is called Unbedingtheit und Autonomie. Moralische Normativität zeichnet sich durch praktische Unbedingtheit aus. Wenn etwas moralisch gut ist, dann ist es schlechthin gut, nicht gut für etwas anderes. Und wenn etwas moralisch geboten ist, dann sollten wir es schlechthin tun, nicht weil wir etwas anderes dadurch erreichen wollen. Kinder glücklich zu machen ist nicht deswegen gut, weil glückliche Kinder weniger Probleme machen. Es ist schon für sich selbst etwas Gutes. Und Kindern ein Leben ohne existenzielle Nöte zu ermöglichen, ist nicht deswegen moralisch gefordert, weil wir dadurch besser unser Ziel erreichen, später einmal von ihnen versorgt zu werden, sondern es ist einfach schlechthin das, was zu tun ist. Für Kant war die Unbedingtheit moralischer Forderungen ein Datum, das nicht zu bezweifeln ist. Wenn überhaupt moralisch gesollt wird, dann ist dieses Sollen kategorisch. Man mag das bestreiten, aber das soll heute nicht unser Thema sein. Ich möchte mich hier auf Kants Antwort auf die Frage konzentrieren, wie es solches moralisches, und das heißt unbedingtes Sollen überhaupt geben kann. Kant fand das zu Recht in hohem Maße erklärungsbedürftig. Er hat selbst eine Erklärung der Möglichkeit unbedingten Sollens gegeben, die allerdings mindestens ebenso erklärungsbedürftig ist. Der Kern seiner Erklärung lautet: Unbedingtes moralisches Sollen kann es dann und nur dann geben, wenn der Inhalt solchen Sollens unserem eigenen Willen entspringt. In der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten schreibt er, Zitat: Es ist nun kein Wunder, wenn wir auf alle bisherigen Bemühungen, die jemals unternommen worden, um das Prinzip der Sittlichkeit ausfindig zu machen, zurücksehen, warum sie insgesamt haben fehlschlagen müssen. Man sah den Menschen durch seine Pflicht an Gesetze gebunden, man ließ es sich aber nicht einfallen, dass er nur seiner eigenen und dennoch allgemeinen Gesetzgebung unterworfen sei und dass er nur verbunden sei, seinem eigenen, dem Naturzwecke nach, aber allgemein gesetzgebenden Willen gemäß zu handeln.
Ich will diesen Grundsatz das Prinzip der Autonomie des Willens nennen. Das Prinzip der Autonomie besagt also, wir müssen nur solchen Gesetzen unbedingt Folge leisten, die wir uns selbst gegeben haben. Von all den vielen Neuerungen, die wir Kants Philosophie verdanken, ist seine Erfindung einer Moral der Autonomie vermutlich die einflussreichste gewesen, und sie ist auch diejenige, die heute noch den größten Kredit zu haben scheint. Die Idee, dass sich bestimmte nicht empirische Gehalte der Struktur des Subjekts und seiner Gesetzgebung verdanken, ist auch ein zentraler Bestandteil von Kants theoretischer Philosophie. Die raumzeitliche Struktur der natürlichen Welt resultiert laut Kant aus unseren subjektiven Formen der Anschauung. Und die Gesetze, die wir dieser Welt vorfinden, will er verstehen als Gesetze, die unser Verstand der Natur vorschreibt. Das sind ebenfalls wichtige und historisch einflussreiche kantische Thesen. Doch es sind auch Thesen, die sehr eng an Kants Idealismus hinsichtlich der raumzeitlichen Welt geknüpft sind und zu denen sich aus genau diesem Grund heute kaum jemand bekennen mag. Aber dass wir in unserem Handeln und Wollen ein eigenes Gesetz vorschreiben und dass diese Form der Selbstgesetzgebung im Zentrum unseres Selbstverständnisses als praktischer und moralisch verpflichteter Wesen steht, das ist ein Gedanke, dem auch heute noch viele etwas abgewinnen können. Man könnte fast sagen, Autonomie hat heute eine so gute Presse und ihr Lob ist so sonntagsredentauglich, dass wir in Gefahr sind zu vergessen, wie merkwürdig und durch fragwürdig Kants Autonomiethese eigentlich ist. Gewiss, mit Autonomie verbinden wir alle ein politisches, republikanisches Ideal, an dem wir alle völlig zu Recht nicht rütteln wollen. Wir glauben zu Recht mit Kant daran, dass es ein fundamentales Recht auf Autonomie im Sinne von freier Selbstbestimmung gibt und eine Pflicht, sie zu schützen und politisch wirklich werden zu lassen. Aber das oben zitierte Prinzip der Autonomie ist keine These über diese republikanische Autonomieforderung. Es besagt nicht, dass es ein moralisches und also unbedingtes Gebot ist, Autonomie zu ermöglichen. Es besagt, dass sich alle moralischen und also unbedingten Gebote unserer eigenen Autonomiegesetzgebung verdanken. Behauptet wird nicht die Existenz eines Rechts auf oder einer Pflicht zur Autonomie, sondern die Erklärung der Existenz von Pflichten durch Autonomie. Wie sich zeigen wird, ist das eine sehr viel schwieriger zu verteidigen und auch entschieden weniger sonntagsredentaugliche These. Um sie zu plausibilisieren, werde ich in 3 Schritten vorgehen. Zuerst werde ich Kants Meisterargument für das Prinzip der Autonomie vorstellen. Dann werde ich 2 Einwände präsentieren, die darauf abzielen, zu zeigen, dass autonom gegebene Gesetze nicht notwendigerweise moralische Gesetze sein müssen und es bei genauerem Hinsehen nicht einmal sein können. Ich werde auch eine typische kantische Reaktion auf die beiden Einwände darstellen und zeigen, dass sie scheitert. Im letzten Teil mache ich dann den Versuch, Kants Autonomiebegriff noch einmal ganz anders zu verstehen und dadurch seine These zum Zusammenhang von Autonomie und Moral zu retten. Zweiter Teil. Weshalb überhaupt Autonomie? Kant präsentiert ein Meisterargument für die Annahme, dass nur selbstgegebene Gesetze unbedingte Verbindlichkeit haben können. Um dieses Argument zu verstehen, ist es hilfreich, zuerst einmal eine der möglichen alternativen Erklärungen von unbedingter Geltung anzusehen. Auf der Grundlage von Kants Kritik an dieser Alternative kann man meines Erachtens am besten verstehen, weshalb er auf die Idee einer Moralfundierung aus Autonomie kam. Für Kant haben praktische Gesetze, jedenfalls für uns Menschen, die Form von Imperativen, das heißt Geboten. Wir dürfen ruhig annehmen, dass er dabei die sprachliche Form der christlichen 10 Gebote vor Augen hatte. Du sollst nicht töten, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
Das sind dem Inhalte nach moralische Forderungen und ihr Forderungscharakter kommt in der sprachlichen Form eines Befehls bzw. Gebots zum Ausdruck. Wo ein Gebot ist, da ist jemand, der gebietet und jemand, dem geboten wird. Im Falle der biblischen Geschichte der 10 Gebote sind die Rollen so verteilt. Der Gebietende ist Gott und der, dem geboten wird, ist der Mensch. In dieser Geschichte ist eine Erklärung der unbedingten Geltung moralischer Forderungen zumindest implizit enthalten. Geboten, die Gott an uns richtet, ist unbedingt Folge zu leisten. Geboten eines weltlichen Fürsten oder denen des eigenen Ehepartners unter Umständen nicht. Dass das so ist, verdankt sich der besonderen Autorität Gottes als eines allwissenden und allgütigen Wesens. Die philosophische Version dieser alttestamentarischen Moralbegründung nennt man theistischen Voluntarismus. Der theistische Voluntarismus ist zu Kants Zeiten eine Life Option und wurde von einigen von Kants Vorgängern vertreten. Er kommt in 2 Spielarten vor: als voluntaristischer Begründung des Inhalts moralischer Forderungen und als voluntaristische Begründung der Verbindlichkeit moralischer Forderungen. Der Inhaltsvoluntarismus ist die weit weniger attraktive Position. Er behauptet, dass das moralisch Gute deswegen moralisch gut ist, weil Gott es will. Wenn das so wäre, dann könnte allerdings Gott nicht deswegen das Gute wollen, weil es gut ist. Das hieße aber, dass Gott gar keine Gründe für sein Wollen hätte, was seiner Natur als vernünftigen Wesen zu widersprechen scheint. Also ist es plausibel anzunehmen, dass der Inhalt des moralisch Geforderten nicht durch Gottes Willen festgelegt wird. Das anzunehmen schließt aber nicht die Annahme aus, dass es am Willen Gottes liegt, dass das moralisch Geforderte für uns verbindlich ist. Das heißt, dass wir unbedingt das tun sollen, was moralisch gut ist. Laut dem Verbindlichkeitsvoluntarismus ist genau dies der Fall. Moralische Forderungen haben für uns Menschen unbedingte Geltung, weil Gott von uns will, dass wir ihnen nachkommen. Kant hält diese Erklärung der Verbindlichkeit moralischer Forderungen für inakzeptabel. In der zuvor schon zitierten Passage begründet Kant seine These, dass nur selbstgegebene Gesetze unbedingte Verbindlichkeit für uns haben, folgendermaßen. Denn wenn man sich ihn, den Menschen, nur als einem Gesetze, welches auch sei, unterworfen dachte, so musste dieses irgendein Interesse als Reiz oder Zwang bei sich führen, weil es nicht als Gesetz aus seinem Willen entsprang, sondern dieser gesetzmäßig von etwas anderem genötigt wurde, auf gewisse Weise zu handeln. Durch diese ganz notwendige Folgerung aber war alle Arbeit, einen obersten Grund der Pflicht zu finden, unwiederbringlich verloren. Denn man bekam niemals Pflicht, sondern Notwendigkeit der Handlung aus einem gewissen Interesse heraus. Dieses mochte nun ein eigenes oder fremdes Interesse sein, aber alsdann musste der Imperativ jederzeit bedingt ausfallen und konnte zum moralischen Gebote gar nicht taugen. Die Grundidee dieser kantischen Überlegung besteht darin, dass wir etwas darüber lernen können, was eine moralische Forderung sein kann und wer sie an uns stellen kann, indem wir uns den Fall ansehen, in dem jemand einer solchen Forderung folgt. Das ist insofern plausibel, als moralische Forderungen erfüllbar sein müssen. Was wir aus prinzipiellen Gründen nicht tun können, kann auch nicht von uns gefordert werden. Nun fordert, trivialerweise, eine moralische Forderung von uns, moralisch zu handeln. Moralisches Handeln besteht für Kant aber nicht nur darin, eine bestimmte äußerliche Handlung zu vollziehen, zum Beispiel nicht zu lügen, sondern es besteht darin, diese Handlung aus den richtigen Gründen auszuführen. Moralisch handelt nur der, der nicht lügt, weil es moralisch gefordert ist, nicht zu lügen. Nicht der, der deswegen nicht lügt, weil er Angst hat, dabei erwischt zu werden.
Kants Kernthese gegen nicht autonome Moralkonzeptionen, wie zum Beispiel den theistischen Voluntarismus, lautet nun: Für jede Forderung, die nicht unserem eigenen Wollen entspringt, ist es unmöglich, dieser Forderung nachzukommen und dabei moralisch zu handeln. Warum ist das so? Nun, um einer Forderung nachzukommen, muss diese Forderung für mich ein Handlungsgrund werden. Ist die Forderung Ausdruck des Willens eines anderen, zum Beispiel Ausdruck davon, dass Gott von mir will, dass ich mich nach dem Gebot richte, dann muss dieses Wollen des anderen für mich zum Handlungsgrund werden. Ein Handlungsgrund ist das Wollen eines anderen, aber für mich niemals ohne weiteres. Es ist ja das Wollen eines anderen. Und was der andere will, ist nicht notwendigerweise das, was ich will. Es wird nur dadurch handlungswirksam für mich, dass ich, wie Kant es nennt, ein Interesse an dem Wollen des anderen nehme. Nur wenn ich ein eigenes Interesse daran habe, das zu tun, was der andere von mir will, kann mir dieses fremde Wollen einen Grund zum Handeln geben. Dieses Interesse, so Kant, verdirbt nun aber den moralischen Charakter unseres Handelns. Wie moralisch richtig auch immer das sein mag, was ein anderer von mir fordert, wenn ich es nicht einfach deswegen tue, weil es moralisch gefordert ist, sondern deswegen, weil ich ein eigenes Interesse habe, dem Wollen des anderen zu entsprechen, handle ich nicht moralisch. Konkretisiert auf den Fall der göttlichen Forderung lautet die Überlegung: Wer, wie der theistische Voluntarist, sagt, dass er dem moralischen Gesetz folgt, weil Gott von ihm will, diesem Gesetz zu folgen, gibt eine unvollständige Antwort. Gottes Willen gibt uns nur dann einen Handlungsgrund, wenn wir ein Interesse daran haben, das zu tun, was Gott von uns will. Dieses Interesse kann sich zum Beispiel daraus ergeben, dass wir Gottes Strafe fürchten oder auf seine Belohnung hoffen. Aber wer aus diesen Gründen handelt, der handelt nicht moralisch. Und also kann keine Forderung, der wir nachkommen müssen, weil Gott sie an uns richtet, eine moralische Forderung sein. Findet man diese Überlegung plausibel, dann ist auch klar, weshalb sich das Problem, das Kant für Positionen wie den theistischen Voluntarismus aufzeigt, nicht stellt, wenn die moralische Forderung nicht Ausdruck eines anderen, sondern unseres eigenen Willens ist. Denn wenn das, was moralisch gesollt wird, letztlich nichts anderes ist als das, was man selbst will, dann gibt es die Kluft zwischen eigenem und fremden Wollen gar nicht, zu deren Überbrückung ein zusätzliches und die Moralität meines Handelns untergrabenden Interesses notwendig war. Um das zu tun, was ich selbst will, brauche ich kein zusätzliches Motiv. Wenn das moralisch Gesollte das eigentlich von mir Gewollte ist, dann kann ich also das Gesollte ebenso und ohne weiteres einfach deswegen tun, weil es das moralisch Gesollte ist. Wie ich das von mir Gewollte ohne zusätzliches Motiv einfach deswegen tun kann, weil ich es will. Und das heißt, wenn das moralische Gesollte das eigentlich von mir Gewollte ist, und wir können hinzufügen, und nur dann, kann ich, indem ich das Gesollte tue, moralisch handeln. Also können moralische Gebote nur solche sein, die Ausdruck unseres, in Kants Worten, eigenen, allgemein gesetzgebenden Willens sind. Das ist Kants Meisterargument für das Prinzip der Autonomie. Damit es überhaupt Moral geben kann, müssen wir also selbst an die Stelle von Gott treten und uns gewissermaßen selbst die Tafeln der moralischen Gebote überreichen. Macht man sich klar, dass unser eigenes Wollen für Kant die Rolle einnimmt, die Gottes Wollen im theistischen Voluntarismus spielt, kann man ihm in gewissem Sinne sowohl einen Inhaltsvoluntarismus als auch einen Verbindlichkeitsvoluntarismus zuschreiben. Obwohl wir uns die Inhalte der Moral nicht willkürlich aussuchen, dazu gleich mehr, legt die Struktur unseres Wollens fest, was allein der Inhalt der moralischen Forderung sein kann. Das ist das Thema des zweiten Abschnitts der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Und die Verbindlichkeit dieser Forderung versucht Kant im dritten Abschnitt der Grundlegung dadurch zu erklären,
dass er sie als Ausdruck unseres eigenen, auf uns selbst gerichteten Wollens versteht. Die kantische Autonomieethik vollendet also das, was die Schlange in der biblischen Sündenfallsgeschichte bereits angekündigt hatte. Eritis sicut Deus. Wobei die Kantianer der Schlange an dieser Stelle ins Wort fallen würden, um selbstbewusst zu ergänzen, und zwar nicht nur, weil wir wie Gott wissen, was gut und was böse ist, sondern auch deswegen, weil wir es allererst festlegen. Dritter Teil. 2 Einwände. Das meiste Argument macht sehr gut deutlich, was der Charme der kantischen Engführung von Autonomie und Moral ist. Wenn man das moralische Sollen mit dem eigenen autonomen Wollen identifiziert, vermeidet man genau das Problem, an dem laut Kant heteronome Moralkonzeptionen scheitern. Aber handelt man sich durch dieses Manöver nicht andere und mindestens ebenso gewichtige Probleme ein? Ja, das tut man. Ich möchte im Folgenden kurz 2 solche Probleme diskutieren. Das erste Problem kann man auf den folgenden Nenner bringen. Es ist einsichtig, dass sich bei Gesetzen, die wir uns aus eigenem Willen selbst gegeben haben, nicht die Frage nach einem weiteren, über diese Gesetze hinausgehenden Grund dafür stellt, ihnen zu folgen. Insofern erfüllen selbstgegebene Gesetze eine notwendige Bedingung für moralische Gesetze. Aber nicht alle Gesetze, die wir uns selbst geben, sind moralische, das heißt unbedingt verbindliche Gesetze. Und also kann das Selbstgegebensein von Gesetzen nicht deren unbedingte Geltung erklären. Ich möchte zur Illustration dieses Punkts noch einmal zur biblischen Sündenfallsgeschichte zurückkommen, genauer zur Interpretation, die Kant von ihr gibt. In seiner wunderbaren Schrift über den mutmaßlichen Anfang der Menschengeschichte entwirft Kant eine spekulative Entstehungsgeschichte des Menschen als eines vernünftigen und moralischen Wesens. Er tut dies, indem er Details der biblischen Sündenfallsgeschichte in wissenschaftlich akzeptabler Weise reinterpretiert und damit unter anderem eine Geschichte des Erwachens der Freiheit in der natürlichen Welt erzählt. Ich will mich hier auf einen Moment dieser Geschichte beschränken, nämlich Kants Interpretation des Griffs zum Feigenblatt. Dazu schreibt er: Der Mensch fand bald, dass der Reiz des Geschlechts, der bei den Tieren bloß auf einem vorübergehenden, größtenteils periodischen Antriebe beruht, für ihn der Verlängerung und sogar Vermehrung durch die Einbildungskraft fähig sei, welche ihr Geschäft zwar mit mehr Mäßigung, aber zugleich dauerhafter und gleichförmiger treibt, je mehr der Gegenstand den Sinnen entzogen wird. Und dass dadurch der Überdruss verhütet werde, den die Sättigung einer bloß tierischen Begierde bei sich führt. Das Feigenblatt war also das Produkt einer Äußerung der Vernunft. Denn eine Neigung dadurch inniglicher und dauerhafter zu machen, dass man ihren Gegenstand den Sinnen entzieht, zeigt schon das Bewusstsein einiger Herrschaft der Vernunft über Antriebe. Was Kant in diesem Fall als Herrschaft der Vernunft beschreibt, kann durchaus in einem gewissen Sinne als Autonomie beschrieben werden. Zumindest ist das möglich, wenn man Autonomie in dem Sinne versteht, in dem dieser Begriff in der zeitgenössischen, heutigen Debatte verwendet wird. Diese Debatte ist stark von der Freiheitskonzeption von Harry Frankfurt geprägt. Laut Frankfurt sind Menschen frei, weil sie nicht nur Wünsche und Neigungen haben, denen sie in ihrem Handeln ausgeliefert sind, sondern sich zu diesen Wünschen noch einmal reflexiv verhalten können und Wünsche zweiter Ordnung dazu haben können, welche Wünsche erster Ordnung sie haben möchten und inwiefern diese handlungswirksam werden sollen. Das ist sicher ein mögliches Verständnis von Autonomie und Selbstbestimmung. Aber wie Kants Beispiel zeigt, kann sich diese Form von Autonomie eben auch in der Wahl von Reizwäsche zur Intensivierung und Verstetigung sexueller Lust
und dem dabei einhergehenden Verzicht auf deren unmittelbaren Befriedigung äußern. Und das bedeutet, dass es keinen direkten Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass wir uns eine Regel selbst gegeben haben, und der Tatsache, dass diese Regel den Status moralischer Forderung hat, gibt. Das Merkmal, eine Regel zu sein, die sich ein Subjekt selbst gegeben hat, ist viel zu allgemein und trifft auf viel zu viele Regeln zu, als dass es deren besonderen Status moralischer Regeln erklären könnte. Auch der Mörder Raskolnikow gibt sich selbst ein Gesetz. Nennen wir dieses Problem das Problem der Unterbestimmung moralischer Inhalte durch das Merkmal des Selbstgegebenseins. Das erste Problem. Der zweite Einwand ist eine Verschärfung des ersteren. Er besagt nicht nur, dass es viele selbstgegebene Regeln gibt, die nicht den Charakter moralischer Verbindlichkeit haben, sondern bestreitet darüber hinaus, dass es irgendwelche selbstgegebenen Regeln geben kann, die diesen Charakter haben. Dass ich mir ein Gesetz selbst gegeben habe, so dieser Einwand, schließt geradezu aus, dass dieses Gesetz für mich unbedingt verbindlich ist. Denn wenn man die Rede von Selbstgebung wirklich ernst meint, dann muss diese Selbstgesetzgebung so etwas wie eine freie Wahl beinhalten. Das Gesetz gilt, weil ich es mir selbst gegeben habe. Das impliziert, das Gesetz würde nicht gelten, wenn ich es mir nicht gegeben hätte, was ebenfalls möglich gewesen wäre. Aber das scheint gerade der Unbedingtheit moralischer Forderungen zu widerstreiten. Wenn es unbedingt gefordert ist, Kindern in existenzieller Not zu helfen, dann ist diese Verbindlichkeit dieser Forderung gerade nicht davon abhängig, ob ich mir die entsprechende Regel zum Gesetz mache oder nicht. Die Kinder haben ein Anrecht auf Hilfe, egal ob ich das in der Wahl meiner Maximen anerkenne oder nicht. Gesetze, deren Geltung von meiner Wahl dieser Gesetze abhängt, haben also gerade keine unbedingte Gültigkeit. Nennen wir dieses Problem das Problem der fehlenden normativen Kraft selbstgegebener Gesetze. Es gibt eine klassische kantianische Antwort auf diese beiden Probleme. Diese Antwort basiert auf einer Verdoppelung des moralischen Subjekts. Am Anfang der ethischen Elementarlehre der Metaphysik der Sitten schreibt Kant, dass die Idee einer Pflicht gegen sich selbst einen Widerspruch enthalten würde, wenn verpflichtendes und verpflichtetes Ich dasselbe wären. Zitat: Man kann diesen Widerspruch dadurch ins Licht stellen, dass man zeigt, der verbindende Auctor obligationis könne den verbundenen Subjectum obligationis jederzeit von der Verbindlichkeit terminus obligationis lossprechen. Mithin, wenn beide ein und dasselbe Subjekt sind, er sei an eine Pflicht, der er sich auflegt, gar nicht gebunden, welches ein Widerspruch enthält. Da in einer Ethik der Autonomie jede moralische Verpflichtung eine Selbstverpflichtung zugrunde liegt, ist das genannte Problem eines autonomer moralischer Verpflichtung überhaupt. Es ist genau das gerade genannte Problem der fehlenden normativen Kraft selbstgegebener Gesetze. Wenn ein Gesetz nur deswegen gilt, weil ich es mir selbst gegeben habe, scheine ich mich von der Geltung auch jederzeit wieder lossprechen zu können. Und das heißt, das Gesetz gilt gerade nicht unbedingt. Kant löst den Widerspruch, indem er den Auctor obligationis und das Subjectum obligationis auf zwei verschiedene Instanzen verteilt. Die verpflichtende Instanz ist der Homo noumenon, der Mensch als rein vernünftiges Wesen und Teil der intelligiblen Welt. Das verpflichtete Subjekt ist der Homo phenomenon,
der Mensch als vernünftiges Naturwesen, das heißt als Teil der phänomenalen Welt, dessen Wollen zumindest partiell unvernünftig ist. Diese Zweiteilung bietet das Potenzial einer Lösung beider von mir genannten Probleme. Das Problem der Unterbestimmtheit moralischer Inhalte durch das Merkmal des Selbstgegebenseins wird dadurch gelöst, dass das gebietende Subjekt mit einem reinen Vernunftwesen identifiziert wird. Was ein reines Vernunftwesen will, ist aber nicht beliebig. Ein reines Vernunftwesen will nur das, was vernünftig ist. Und das fällt für Kant zusammen mit dem, was moralisch richtig ist. Das reine Vernunftwesen entscheidet sich also immer für vernünftige Gesetze, es entscheidet sich nie für die Reizwäsche oder schon gar nicht für Raskolnikows Axt. Das Problem der fehlenden normativen Kraft selbstgegebener Gesetze wird dadurch gelöst, dass sich das verpflichtete Subjekt gar nicht von der Verbindlichkeit des an ihn gerichteten Gebots lossprechen kann, indem es sich zum Beispiel ein anderes Gesetz wählt. Es selber hat sich das Gesetz ja gar nicht ausgesucht, sondern sieht sich nur mit diesem bzw. mit der Forderung des verpflichtenden, nominalen Ichs, diesem zu folgen, konfrontiert. Kann die Strategie der Ich-Verdoppelung die beiden Probleme also lösen? Wenn man von allgemeinen Vorbehalten gegenüber Kants Rede einer Unterscheidung zwischen nominaler und phänomenaler Welt absieht, ja. Aber befriedigend ist die Strategie für Freunde des kantischen Projekts trotzdem nicht. Denn unter Voraussetzung einer Verdoppelung des Ichs gerät dieses Projekt nun wieder in genau dieselben Schwierigkeiten, die Kant an Heteronom-Moralbegründungen moniert hatte und die ihn allererst dazu gebracht hatten, unbedingte Verbindlichkeit durch Autonomie zu erklären. Der Homo noumenon will seinem Wesen nach immer nur das Vernünftige und tritt der Willkür des Homo phenomenon als unverfügbare Instanz gegenüber. In dieser Hinsicht ähnelt er dem gebietenden Gott des theistischen Voluntarismus und kann den beiden Aspekten moralischer Verpflichtung gerecht werden, die in einer Ethik der Autonomie auf der Strecke zu bleiben drohten. Aber genau aufgrund dieser strukturellen Ähnlichkeit zu Gott ergibt sich die Frage, wie der Homo phenomenon jemals der an ihm gerichteten Forderung des Homo noumenen folgen können soll, ohne dabei das Ziel moralischen Handelns gerade zu verfehlen. Wenn Homo noumenon und Homo phenomenon verschieden sind, dann scheinen die Überlegungen von Kants Meisterargument zu greifen und sich nun mit voller Kraft gegen Kants eigene Autonomiekonzeption selbst zu kehren. Denn wenn das, was der Homo phenomenon will, nicht notwendigerweise mit dem koinzidiert, was der Homo noumenon will, dann braucht der Erstere einen Grund, ein zusätzliches Interesse, das zu tun, was der Homo noumenon von ihm will. Genauso wie wir ein zusätzliches Interesse brauchten, um das zu tun, was Gott von uns will. Und es ist nicht zu sehen, weshalb dieses zusätzliche Interesse am Wollen eines anderen in diesem Falle nicht genauso moralzerstörend sein sollte, wie es das im theistischen Voluntarismus war. Vierter Teil. Autonomie des Willens statt Autonomie des Subjekts. Heißt das, dass wir Kants Prinzip der Autonomie aufgeben müssen? Nein. Aber ich halte die beiden genannten Probleme und die Unzulässigkeit, mit einer Ich-Verdoppelung darauf zu reagieren, für schwerwiegend genug, um dasjenige republikanische Autonomieverständnis, das ich bei der Konstruktion der Probleme zugrunde gelegt habe, als Grundlage des Geltungsanspruchs der Moral zurückzuweisen.
Dass sich Subjekte frei und souverän selbst Gesetze geben, ist zweifellos etwas, das einen eigenen moralischen Wert hat. Und zweifellos auch etwas, dessen Möglichkeit wir politisch realisieren sollten. Aber es ist nichts, das uns hilft, den Charakter der Unbedingtheit moralischer Forderungen zu verstehen. Das republikanische Verständnis von Autonomie ist aber auch gar nicht das einzige Verständnis von Autonomie, das wir bei Kant finden. Ja, es ist nicht einmal das, das in seinen Schriften zur Moralfundierung vorherrscht. Autonomie wird dort nicht, oder zumindest nicht primär, als Eigenschaft von Subjekten aufgefasst. Autonomie ist vielmehr eine Eigenschaft des Willens dieser Subjekte. Nicht Subjekte geben sich selbst Gesetze, sondern ihrem Willen entspringt ein diesem Willen eigenes Gesetz. So beschreibt es Kant. Zitat: Autonomie des Willens ist die Beschaffenheit des Willens, dadurch derselbe ihm selbst, unabhängig von aller Beschaffenheit der Gegenstände des Wollens, ein Gesetz ist. Aber was heißt das? Wie kann man Selbstgesetzgebung anders verstehen, denn als Verhältnis eines Subjekts zu sich selbst? Was kann es heißen, dass ein menschliches Vermögen wie der Wille sich selbst ein Gesetz ist? Und inwiefern gerät ein solches Autonomieverständnis weder in Konflikt mit den beiden oben genannten Einwänden, noch mit Kants eigenem Meisterargument für Autonomie? Ich will abschließend mit sehr grobem Pinselstrich eine Antwort auf diese Frage skizzieren. In meiner Vorlesung morgen werde ich diese Antwort weiter vertiefen und einiges mehr dazu sagen, wie sie in Kants gesamte Philosophie eingebettet ist. Die Grundidee, was unter der Autonomie eines Vermögens für Kant zu verstehen ist, ist die folgende. Vermögen sind Fähigkeiten, etwas Bestimmtes zu tun. Dieses Tun hat eine spezifische, ihm eigene Form. Ein Vermögen ist autonom, wenn es nicht nur in der Fähigkeit besteht, nach dieser eigenen Form zu wirken, sondern wenn es die ihm eigene Form selbst zu seinem Inhalt machen kann. Diese Explikation von Autonomie, von Vermögen als besonderes Verhältnis von Form und Inhalt könnte man auch anhand der oberen Erkenntnisvermögen, Verstand und Vernunft weiter explizieren. Ich will mich hier aber auf das obere Begehrungsvermögen, das heißt den Willen, beschränken. Zum Willen schreibt Kant Folgendes, Zitat: Ein jedes Ding der Natur wirkt nach Gesetzen. Nur ein vernünftiges Wesen hat das Vermögen, nach der Vorstellung der Gesetze, das ist, nach Prinzipien zu handeln, oder einen Willen. Da zur Ableitung der Handlung von Gesetzen Vernunft erfordert wird, so ist der Wille nichts anderes als praktische Vernunft. Der Wille ist ein Vermögen zu handeln, das heißt kausal in die Welt einzugreifen. Genauer ist er ein Vermögen, durch die Vorstellung von Gesetzen in die Welt einzugreifen. Die einfachste Weise, sich zu verdeutlichen, weshalb der Wille etwas mit der Vorstellung von Gesetzen zu tun hat, ist den Willen als Vermögen des Handelns aus Gründen zu verstehen. Wer aus einem bestimmten Grund handelt, der erkennt zumindest implizit eine allgemeine Regel an, die besagt, dass das gewählte Handeln für jemand vernünftig ist, der diesen Grund hat.
Wer die Wahl seiner Kleidung damit begründet, dass diese das auf ihn gerichtete sexuelle Begehren anderer intensiviert und verlängert, der erkennt an, dass jeder, der das auf ihn gerichtete sexuelle Begehren anderer intensivieren und verlängern will, in der Verhüllung seines Körpers ein eigenes geeignetes Mittel findet, dieses Ziel zu erreichen. Handeln aus Gründen ist deswegen immer schon auf allgemeine Regeln und unsere Vorstellung und Anerkennung dieser Regeln bezogen. Allgemeinheit, so könnte man das formulieren, ist die Form alles Handelns und Wollens aus Gründen. Wenn wir zur Luststeigerung unseren Körper verhüllen, dann ist die Allgemeinheit allerdings auch bloß die Form unseres Handelns und Wollens. Der gewollte Inhalt, dasjenige, was uns dazu bringt, wirklich zu handeln, ist von anderer Seite vorgegeben. Wir wollen unser sexuelles Begehren verlängern. Das ist ein Ziel, das unserem Begehrungsvermögen entspringt, aber nicht unserem Willen, verstanden als dem Vermögen des Handelns aus Gründen. Genau das soll nun bei der autonomen Aktivität eines Vermögens anders sein. Dabei soll ein Vermögen wirksam werden können, ohne dass ihm Inhalte von außen vorgegeben werden. Die Inhalte sollen dem Vermögen selbst entspringen. Das kann aber nur heißen, dass sie dem Vermögen eigene Form selbst zum Inhalt wird. Die Allgemeinheit, die Form alles vernünftigen Wollens, ist, also selbst des rein zweckrationalen Wollens aus Gründen, muss selber zum gewollten Inhalt werden. Dieser Inhalt kann deswegen nur lauten, nur solche Regeln zu wollen, die geeignet sind, allgemein gültig zu sein. Und das ist, wie wir wissen, für Kant genau der Inhalt der grundlegenden moralischen Forderung des kategorischen Imperativs. Deswegen deckt sich der Inhalt der moralischen, das heißt unbedingten Forderung, mit dem einzigen Inhalt, der sich aus unserem Willen selbst ergibt. Und genau deswegen ist die Autonomie des Willens das Prinzip der Moral. Ich schlage also vor, dass man Kants Meisterargument für dieses Prinzip als Argument dafür verstehen sollte, dass es kein moralisches Handeln geben könnte, wenn unser Wille nicht einen eigenen, seiner eigenen Form entspringenden Inhalt haben könnte. Denn wenn wir immer nur dann etwas wollen könnten und immer nur dann unser Handeln bestimmen könnten, wenn unserem vernünftigen Wollen ein Ziel bereits vorgegeben ist, dann könnten wir das Vernünftige und Richtige nie einfach deswegen wollen, weil es das Vernünftige und Richtige ist. Am Vernünftigen und Richtigen können wir dann nämlich nur dadurch ein Interesse nehmen, weil dieses uns dazu dient, ein anderes vorgegebenes Ziel zu erreichen. Was, wie wir gesehen haben, mein Handeln als moralisches Handeln gerade disqualifizieren würde. Das Vernünftige einfach nur deswegen zu tun, weil es das Vernünftige ist, das geht nur dann, wenn das Vernünftige zu tun selbst und ganz allein Inhalt unseres Wollens werden kann. Das heißt, wenn unser vernünftiger Wille nicht nur ein Vermögen ist, auf vernünftige Weise vorgegebene Ziele zu verfolgen, sondern auch das Vermögen, das Ziel zu verfolgen, vernünftig zu sein. Darin besteht Autonomie des Willens. Wir sehen, dass die Explikation des Begriffes der Autonomie eines Vermögens als Eigenschaft dieses Vermögens, seine ihm eigene Form zu seinem Inhalt zu machen, nicht auf den Gedanken angewiesen ist, dass sich ein Subjekt selbst ein Gesetz gibt, so wie sich die Bürger eines demokratischen Staates selbst Gesetze geben können. Damit ist meines Erachtens das Problem der Unterbestimmung moralischer Inhalte durch das Merkmal des Selbstgegebenseins gelöst, mit dem das republikanische Autonomieverständnis zu kämpfen hatte.
vermögenstheoretisch verstandene Autonomie hat nur einen einzigen Inhalt. Haben wir dadurch auch schon erklärt, weshalb uns der dem Willen selbst entspringende Inhalt in Form eines unbedingten, verbindlichen Sollens entgegentritt? Nein, das haben wir nicht. Um das zu tun, kann Kant nicht umhin, einen theoretischen Zug zu machen, den wir eben als Unterscheidung zwischen Homo noumenon und Homo phenomenon kennengelernt haben. Sollen gibt es nur, wenn der autonome Inhalt unseres Willens zwar einerseits von uns gewollt wird, er ist ja ein Inhalt unseres Willens, andererseits aber auch nicht. Es ist ein noch zu realisierender und insofern in Frage stehender Inhalt. Nur wenn Letzteres der Fall ist, ist es sinnvoll, davon zu sprechen, dass der Inhalt unseres Willens sein soll. Um die Einwände zu vermeiden, die ich vorher gegen die Strategie der zwei Iche vorgebracht habe, dürfen wir nun dieses einerseits, andererseits nicht verstehen als Eigenschaften zweier verschiedener Entitäten. Homo noumenon und Homo phenomenon müssen dasselbe sein. Sonst wird die Moralbegründung heteronom. Aber sie müssen zugleich auch verschieden sein. Sonst gibt es gar kein Sollen. Wir können das wieder in ein theologisches Bild fassen. Wenn wir, wie es die Schlange im Paradies versprochen hatte, als autonome Subjekte sind wie Gott, dann sollten wir tunlichst so sein wie der christliche Gott, der zugleich Gott und Mensch ist, weil er keines von beiden ganz ist, noch ein drittes. Und weil er keines von beiden ganz ist, noch ein drittes. Ich lese nochmal den Satz vor, weil das die theologische Pointe ist. Also, wenn wir, wie die Schlange im Paradies versprochen hatte, als autonome Subjekte sind wie Gott, dann sollten wir tunlichst so sein wie der christliche Gott, der zugleich Gott und Mensch ist und, weil er keines von beiden ganz ist, noch ein drittes. Kant hat die trinitarischen Implikationen seiner Moral der Autonomie und ihre spekulative Sprengkraft nicht thematisiert. Ich werde in meiner Vorlesung hier am Mittwoch mehr dazu sagen, wie genau er mit den Mitteln seines transzendentalen Idealismus den Gedanken auszuarbeiten versucht, dass wir zugleich Subjekt und Adressat moralischer Forderungen sein können. Vielleicht stößt Kants Philosophie bei dem Versuch, Identität und Verschiedenheit der beiden Relata des praktischen Selbstverhältnisses miteinander zu vermitteln, an ihre Grenzen. Dieser Versuch wird wenig später Gegenstand der intensiven Auseinandersetzung der nachkantischen Idealisten mit Kants Autonomiekonzeption. Fichte schreibt in seinem System der Sittenlehre über das Subjekt und das Objekt moralischen Selbstbewusstseins: Beide sind auch in der Tat eins, aber darauf, dass sie als verschieden erscheinen, beruht die ganze Ichheit. Und Hegel entwickelt in der Einleitung zu seiner Rechtsphilosophie eine Konzeption der Autonomie des Willens, die derjenigen Kants in vielen Hinsichten sehr ähnlich und in einigen vielleicht überlegen ist. Darauf werde ich in meiner Vorlesung am Mittwoch weiter eingehen. Für Ihre Aufmerksamkeit heute möchte ich mich jetzt sehr herzlich bedanken. Vielen Dank. Dankeschön für die Vorlesung. Now the time for the questions. Ja. Und die erste Frage in Deutsch. Die erste Frage in Deutsch. Nein, we'll speak in English so that everyone could understand. Tobias, first of all, thank you very much for your lecture. I find it very
picturesque, I would say. Why? Because you included all those theological stuff. When a story starts with Eden, then it's a well told story. However, I would say first that I completely agree. In a sense that the autonomy should be understood as autonomy of the will, or perhaps practical reason, of autonomy of faculty, and not as autonomy of a subject, especially not as a particular subject. And in this sense, perhaps the whole story with God was not unbedingt necessary. However, when we speak about God, I think that about Christian God, we should be careful nonetheless. Because if you imply on some connection with the Trinitarian doctrine of Saint Trinity, I don't think that one can say that the Christian God, who is at the same time God and man, is not entirely neither one nor the other. I don't think that would pass in theological seminaries, because I would say that God is precisely Ganzmensch. So I would consider it to proceed more carefully on that. On the other side, well, you spoke against Republican conception of autonomy, which I completely agree on. But this Republican conception of autonomy is probably, related to the field of politics. And it could be argued, I think, that Kant borrowed or took the concept of autonomy from a political writer and political Schrift work, and this is Social Contract on Jacques Rousseau. And I think that there we could actually take the same point from Rousseau himself, because there is a big difference between the allgemeine Wille, la volonté générale, et la volonté de tous. And this is, I would say, something very similar to the distinction of particular subject and the, let's say, practical reason or will. So we could even remain in the field of politics and bring the same point. The second, this was more a comment, obviously. The second, because even in Rousseau, there are some strange ideas of how the formation of the general will takes place. And this is not, that everyone says what one thinks. No, God forbid. Because the empirical subject are not up to the level, up to the task. And this is why the formation, the determination of general will needs some kind of godlike creature, the lawgiver, which is it's a kind of a monster, but I think that the same paradox can be formulated on the political field already. Then you introduced the moral, Kant's morality, by referring to God in a way to underscore, to determine the specificity of the moral command. Moral command is not the usual one, but something special, and this something special, it is then referred to or justified by reference to God. This is unbedingt. If it comes from God, then it's unconditioned. But then you switch to some other conception of morality, and this is the moral. Moral is only that what one does out of oneself,
out of reasons. And I would say that here you actually use two different concepts of what morality is. And my question would be then, what do you think is specificity of this notion in Kant? Or how do you read it? Because on one hand, we can say the moral command is just the command that binds every rational being simply in virtue of its being rational. But this is, let's say, something on the level of bindness, Verbindlichkeit. Allgemeine Verbindlichkeit is the other name of the morality. On the other hand, this and okay, in this this only commands for the deed to be carried out, to be done. Not it doesn't demand the special way of its doing. So if God commands and you do it, then everything is, it seems done. Why? Because even in Christian tradition, there is a distinction between, let's say, Altes Testament, Old Law, and the New Law. And especially in Protestant environment, and especially in pietistic environment, you have this, God will den Herz, God will the heart, and not the deed. The deed and the law is something, God wills something more. But anyhow, on the one hand, you have this idea of morality as universal bindingness, and on the other hand, you have this additional notion that a deed should be performed in a certain way. And do you think that in Kant these two things are connected? How they are connected? Because there are also the question of sentiment, which you didn't touch upon, and so on. Okay, this is for now. There should be much more, but thank you so much. Three comments. I tried to answer all three of them. So for the Trinitarian remark at the end, it was I'm not a theologian. I'm fine with disagreement from the theological side. The only point I wanted to mention is that in a way interesting to see that you get this kind of conflict if you try to somehow give the role of the lawgiver to the human being. You still need some kind of dichotomy within the human being. And then the idea was, and I'll say more about this on Wednesday, that in order to have a good picture there, you somehow need a model where you can be both and somehow at the same time the one and the other. And typical models of having two selves and the Umana don't work with that. So you need and I said so I brought in the Trinitarian picture because I think that in a way certain things Hegel says about the structure of the willing self tried to find this Trinitarian structure in the structure of willing. But that was just a hint, and shouldn't somehow go into more details now. Now you're right that. I used the word Republican idea of autonomy in a sloppy way. Maybe it's not. So maybe it would have sufficed for the argument here that to call it a conception of autonomy which is based on choice or Willkür, where you just choose a certain law, and I agree that you could have a Republican idea of autonomy which is not based on the idea that somehow the actual agreement of every one member of a state needs to be there, or even the fact of all of the members wouldn't be enough to constitute what the real volonté générale is. And that is interesting because when Kant uses autonomy, brings an autonomy in the second part of the groundwork, he not only somehow introduces it as a ground of the explanation of the obligation of the bindingness of morality,
but he also introduced the idea as somehow a test criterion for how to figure out what the morally right thing to do is. So in the third formulation of the categorical imperative, autonomy is somehow brought in as a criterion to find out which rules are the right ones. So the categorical imperative always gives us something like a meta principle to decide which of our rules are morally acceptable rules. And now one of the criteria he introduces is look for yourself, could you and everybody else give that law to themselves? So you don't need the actual agreement or choice of me or any other, but it's more like a counterfactual test criterion. Could this law be passed by you and could everybody else accept it? So could we all give it to ourselves? And that might be closer to what you said about Rousseau and the right criterion for the volonté générale. Not whether people actually say, well, that's a good law, but whether some reason, purely rational being could, if they decide, could that be a law that everybody accepts for them and for the others, and we mutually give us this law? So that's nice, and I'll speak a little bit about this tomorrow. However, we still, I think that's a good idea. However, I think we still need a connection between this idea, where somehow this counterfactual agreement of all of the others, on the one hand, and then my own personal will on the other, and that brings me to your third question. I think Kant's whole argument is based on considerations which concern the tensions of something which is rational and which maybe could be agreed by everybody else, by all perfectly rational beings or whatever, on the one hand, and then on the other hand, the reasons for which I, as a moral agent, choose to do a certain thing. So we always need somehow a connection between these, whatever criterion you introduced there on the one hand, and the reasons for a particular human being to act according to these principles. And so that connects to your third question. Because you're totally right. We could have a conception of morality which is independent of this last thing. You could just say, well, what are the morality? If I do moral philosophy or morality, I just figure out what the right thing to do is. Maybe I can do so by means of God or by means of whatever, but insight in what is absolutely good in itself or whatever. And I don't care about the reasons or Handlungsgründe of why particular agents now act according to these principles. That's none of my business. As long as they do the right thing, everything is fine. But maybe that's a better way to look at morality, and maybe everything what Kant says is somehow too much influenced by pietism or whatever. But for Kant, it's clear that his whole argument is based on bringing in this personal motivation for moral action into his argument. So I think what I call the master argument occurs in the Critique of Practical Reason as Kant's main argument leading to the formulation of the categorical imperative. So his argument against what he calls material practical principles is completely based on considerations about for what reasons I could follow a certain principle. So a material principle will always be such that I need a certain interest in the aim, which the material principle tells me is a good aim to reach. And that will always involve some kind of pleasure or expected pleasure. So that's the argument in the first paragraphs of the Critique of Practical Reasons. So that whole argument only works, I mean, that's somehow for Kant, that seems to be essential. Otherwise, I think his whole way of arguing wouldn't make sense. So the idea is the strategy is find a law which is such that you could follow that law for the right kind of reasons. And the right kind of reasons is you have to do it aus Pflicht, for duty, acting from duty. It's not somehow, if you don't do it because it's your duty, but because you like it, or because God has told you, or because you're afraid of punishment, it's not the right. You're not a morally good agent, and
moral laws should be such that they could somehow, their following then could lead to morally good behavior. I think that's just his argument. And that's, yeah, I don't want to defend him here. I just think that for his argument to work, it's really important to see that aspect of morality, which morality has for him. Yeah. Any other questions? I'm sure there are. Any other questions? I was looking at you. Okay. Kann ich auf Deutsch fragen und dann übersetzen? Okay. Okay, then I'll do it in English. Okay, so thank you for your lecture. I'm not sure if I will put this question well, but it's very short. Actually, I'm also interested in this line of reasoning that Straucho brought forward and that was present in your lecture, namely defining autonomy in terms of practical reasoning. And if we do this the way I understand it, that is to say that insofar I act, and through my act, I determine myself as rational being. And if we accept this model, what seems interesting to me is to ask ourselves, what are then forms of not moral, not autonomous actions that can arise? So what would be how can shine? What's the English word for shine? I'm sorry. Illusion that of autonomy arise. Yeah. Thanks. An illusion of autonomy. I mean, it's the idea is that you could in principle always choose principles for yourself, which help you to follow a certain aim, and that's an aim it's your aim. For example, you want to be rich or to be happy, have a lot of pleasure in your life, and you could choose principles that help you to get to this aim, to achieve this aim. And these could be, I mean, you could say, well, these are self-chosen. I really want to be rich and happy, and these principles are the best principles I can think of to get there. So in a way, you could say, well, that's rational. It's your reason plays a lot of role in it, because it tells you not to. It often tells you not to just to refrain from doing what you are up to. If you just follow your instinct, you say, well, I shouldn't eat too much ice cream now because it will prevent me from being happy later on. Stuff like that. So reason has a power to guide your actions, and however so you could say, well, there's some kind of self-governance in there. You're not just somehow like a leaf in the wind which flows with their desires, but you can govern your actions and saying, well, I'm doing whatever helps me to get me to this final end. So that all looks very autonomous in one reading of autonomy. But then Kant would say, well, so why is that goal your goal? So is that really your goal? And now you think, well, yes, I want to be happy. That's mine. Yeah, that's my goal. But in a way, that's a perfect answer. I mean, you could say, well,
there's an end in an explanation why people aim at certain things. If they aim at being happy or aim at whatever, living in the countryside after they are 50 or whatever, that's their aim. And being autonomous means to let them achieve, or if they are able really to lead a life that leads to that aim, then they are autonomous. But then they are not autonomous in Kant's sense because, or at least their will isn't autonomous in Kant's sense, because the will is their rationality. And the rationality works here, but it works on a goal which is given to them which doesn't come from rationality itself, so to speak. So rationality or reason helps you to achieve that goal, but that goal doesn't come from practical reason itself. And therefore, this whole determination of your will, Kant would say, isn't autonomous, because the will in some sense is a slave of the passions. You just want this goal and rationality helps you to get there, but the goal isn't itself rational. And now the idea is, so could there be an aim which comes from practical reason itself? And so the idea I sketched very briefly at the end is so that there could be the aim to be rational, to be such that everybody else can agree. And that would be a goal that really comes from reason itself. And so if you aim at that goal, whatever you aim at else, fine, but if that's your primary goal, whatever I do, it should be such that all other rational beings could agree to it. That's somehow my highest aim. And that's what Kant is coextensive to the moral aim expressed by the categorical imperative. Then you aim at something which really comes from your own practical reason, and therefore your will is autonomous. In a way, it's a very strange sense of autonomy, or a very unusual. It's not our nowadays contemporary sense of autonomy. But I think that's what Kant has in mind there. Does that answer your... Thank you. Are there any other questions? Okay. Perhaps a slightly weird question, but your paper had such a nice and clear logical structure, so I will poke at this point. Thank you, by the way, because that's something I often find myself when I have a task to explaining Kant. You know how the notions are somewhat connected, but how to present them in linear order, it's a challenge, and this will be a good handbook. But what I'm wondering is, what's the status of the first sentence or your first paragraph? The moral normativity is characterized by practical unconditionedness. So do you think, is it something that we should accept as definition of morality? Or is this something that only comes after reading? Or is this more of a preview, a teaser of what you get if you follow Kant thoroughly? Or will you say that this is evidently true of notion of morality as such, and that this is our starting point? Thank you for asking that. It's in between, and it's a bit blurry. So it's good that you point to that. So in a way, I think that's Kant's views, to say a feature of moral normativity is that it's a categorical demand. There are other demands. So there are demands of prudence. So I tell you, you want to achieve that and that goal. You want to become a professor there and there or whatever. And I say, if you want to do that, better do that. So I give you a command. That's not a categorical command. It's a conditional command. If you want to get there, you have to do such and such. And I think for Kant it was clear that, or he thought it's a feature of moral commands that they are not like that. It's not if it's a moral command, it's categorical. It just tells you do that, not because you want to
achieve another goal. It's just do that. You might disagree here. So I wanted to begin the paper somehow by smuggling in this idea and making it a little attractive. And I think there are certain cases, and I think our relation towards children is a very good example. It brings immediately somehow makes you clear that any kind of attitude where you say, well, I do that to them because I want to acquire or achieve another goal is somehow not the right attitude. At least if they are my goals. Maybe I do something to them because they have goals, but then it's... So it seemed to me that there are certain cases where this idea of the categoricity of a moral demand is easy to grasp. And I wanted somehow to bring the listeners or the audience to somehow think that this Kantian point is somehow plausible. I wouldn't try to defend it. I'm much more of a moral skeptic than Kant was. I think it's good to see the pull of it, but I didn't want to totally defend it. But I think for Kant it's really clear somehow that needs to be saved. Yes. No discussion there. Mm-hmm. If anybody disagrees with him, then they have to leave, and no more discussion. Thank you. Any other questions? Another question? Oh, yes, a small question on kind of follow-up. Namely, you insisted on I see this as your way of saving Kant, that is to find a form that produces, a form of faculty that produces its own content. And this content is then the good, the practically necessary. Why do I say this? Because in Kant, the good cannot be determined. This is the starting point. And what the practically necessary, unbedingt, absolutely necessary is, cannot be determined. So I think that if you manage to determine the content of imperatives, then you would prove Kant wrong. So two responses. The one is the good comes later than the ought in Kant, that's clear. So we first have the imperatives, and then we have, in the Critique of Practical Reasons, we have the object of pure practical reason, which is the good, and it is introduced later. So we shouldn't, somehow in a moral theory, we should understand, we should start with the ought, and somehow reduce the ought to what the will, in some sense, but then the good is later on in the theory. But I think your point isn't dependent on whether it's a point about the good or the ought. The point is more, can we somehow, is the moral demand determinate enough? Is I would hardly speak about content in this sense, because what it boils down to is be rational. So this is as if you would give some instruction to people to just think logically. 2 and 2 is 4. Obey the rules of the form of thinking. Yeah. This is it's, a strange kind of content. Yeah. So there are two things to your question. The one is the demand really just be rational? And I think in a way, yes, in a way, no, because there could be different kinds of rationality. If you just have somehow the kind of rationality which is already implied by prudence and the kind of considerations I mentioned in my response to you, the point of the moral demand cannot be just to be rational like that. Because that's not it doesn't mean now you have a moral command really to rationally pursue your other aims. So, and I'll talk about this more tomorrow.
and that was too short here. So we need to get from some kind of generality and rationality, which is already present in prudence, to another form of rationality, which is then this definitory for moral rationality. It has also both to do with practical reason and rationality, but in a different way. So that's one thing. But then you could still wonder whether you have any determinate content, even if you have something like moral rationality as expressed in the categorical imperative. So how does that determine my will if it's just this very abstract principle? And that's certainly somehow a Hegelian critique. So how can I ever come to act autonomously if that's my own content? And I think, so Kant's attitude towards is well, you don't have to, because there come other contents of your will. You don't have to care for them. You are a natural being. You want to be happy. You want to live your life, and you have your needs and all that. So these are already always there, and then you somehow add this content of morality, and there you go and act. So there isn't any problem just starting to act. But you might think, well, but then I would like somehow to have even more autonomy. I would like the contents, the contents, what Kant would describe as the contents which are given by sensibility to my faculty of desire, my desired contents. I would be more autonomous if they already had the structure of reason, if somehow my hunger and my sexual desire were not purely irrational. And now you see the Hegelian project is something which tries to do exactly that, to see, well, it's somehow rationality is also in the material given. And therefore you could read somehow Hegel as trying, or that's what my proposal to read Hegel, to take this Kantian idea of autonomy and self-determination and say, well, as long as the thing which comes from reason is just this formal abstract principle, that's not complete self-determination yet. It needs somehow the material with which is connected also needs to have the structure. But we'll talk about this more on Wednesday, maybe a little bit. Thank you. I think this was the last question. Yes? Okay. Thank you for coming. Thank you, Professor. I also invite you for 2 further lectures tomorrow and on Wednesday. It's a trilogy, I think, on autonomy. Yeah. So it's like Star Wars. Trinitary implications. The father and Star Wars. Our next event will probably be in September, October. No, this I already introduced, but the next one. October. Okay. So we won't spoil that yet? Yes. Okay. Thank you again. Thank you all for coming, and see you soon.